Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute wieder mit einer Folge, die ich am German Testing Day 2023 in Frankfurt aufgenommen habe. Als ich das virtuelle Programmheft so durchgeblättert habe, ist mir Dela mit ihrem Talk über Cypress aufgefallen. Cypress ist ein Testautomatisierungsframework und Dela zeigt uns, wie sie es in ihrem Projekt umgesetzt und eingesetzt haben, warum sie sich überhaupt für Cypress entschieden haben, welche Möglichkeiten es gibt und was Herausforderungen und Best Practices sind. Ach ja, und falls du Lust hast, schau doch mal auf unserer LinkedIn-Seite vorbei. Und wieder mal die Frage von mir, was möchtest du in diesem Podcast hören? Welche Themen beschäftigen dich? Wo hast du Probleme oder Herausforderungen im Bereich Software-Testing oder Qualität? Welche Tools interessieren dich? Worüber würdest du gerne mehr erfahren? Schreib mir gerne an podcast@software-testing.fm. Viel Spaß beim Hören! Hallo Dela, schön, dass du hier bist. Ja, hallo Richie, schön dich zu treffen. Ja, finde ich schön, jetzt mal in echt auch uns zu sehen hier, nach dem Videoaustausch bis jetzt. Ja, und, genau. Du hast ja hier heute schon einen Vortrag gehalten zum Thema Cypress, zu dem Framework, zu dem Werkzeug. Wir werden es gleich genauer erfahren, was es ist. Und vielleicht magst du einfach uns auch mal ein bisschen in die Welt rein. Was ist denn Cypress eigentlich? Das Cypress ist ein Testautomatisierungstool. Wo man sagen kann, ja, es wollte die Welt revolutionieren und wir haben uns ein bisschen angeguckt, ob es das wirklich tut. Und zwar geht es um Webentwicklung. Also Webentwicklung ist ja das Neue, wo es eigentlich hingeht. Ne? Also wir entwickeln immer weniger Native Clients und immer mehr Web-Anwendungen. Und Cypress ist halt ein spezialisiertes Testtool, gestartet irgendwann mal als End-to-End-Testing-Tool, so als Gegenspieler von Selenium. Sie haben am Anfang so ein bisschen Marketing betrieben, so wir sind wie Selenium, nur besser. Ja. Und wir haben das auch am Anfang tatsächlich in Projekten eingesetzt, in Webentwicklungsprojekten als Ersatz für Selenium. Ja. Und haben dann festgestellt, okay, das fühlt sich ja gut an. Die Tests sind sehr stabil, die laufen gut im End-to-End-Bereich. Und jetzt so vor etwa 2 Jahren, also ich glaube Ende 2020, Anfang 2021, kamen sie plötzlich mit Component-Testing auf den Markt. Und wenn man so Frontend-Entwicklung kennt, dann weiß man, okay, es werden sehr viele End-to-End-Tests geschrieben und so Unit-Tests weiß man nicht so richtig, Komponententests. Das heißt, eigentlich dreht man im Frontend immer so die Testpyramide auf den Kopf. Und da wirkt dann tatsächlich Cypress Component Testing entgegen, weil man kann einzelne Komponenten wirklich losgelöst vom Rest der Anwendung sich anschauen und testen. Und genau, wir waren ein bisschen überrascht, aber es hat uns gefreut und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es mal aus. Wir hatten auch glücklicherweise ein React-Projekt, weil am Anfang gab es nur Unterstützung für React und für Vue und zum Beispiel für Angular nicht. Und dann haben wir gesagt, ja okay, wir haben ein React-Projekt, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Und ja, es ist ganz, ganz gut gewesen, also vor allen Dingen im Vergleich zu dem, was wir vorher eingesetzt haben. Wir haben vorher Jest eingesetzt für Frontend, Unit- und Komponententests. Und das war schon ein bisschen flaky. Und was unterscheidet das jetzt? Warum oder wie integriert sich das, dass es besser ist als die anderen Tools, die ihr bis jetzt euch angeschaut habt? Ich glaube, was der Nachteil von Jest jetzt speziell ist, dass Jest basiert ja auf einer also Jest testet nicht im echten Browser, sondern emuliert quasi. Und diese Emulation ist halt nicht besonders, wenn ein Frontend komplex wird, dann ist diese Emulation halt nicht so stabil. Also wir hatten zum Teil extrem hohe Timeouts einbauen müssen, weil Elemente nicht erschienen sind, die gesucht wurden. Also dann hat man versucht, auf den Button zu drücken, dann kam der nicht. Das ist das eine. Und das heißt, Cypress benutzt den echten Browser für die Tests. Und der zweite große Vorteil ist, dass bei Cypress hat man ein visuelles Feedback. Also wirklich, man sieht, was passiert. Und viele Testtools, die es sonst anbieten, also zum Beispiel im Angular-Bereich, so Karma, Jasmine oder so, die fahren ja auch
die Anwendung hoch und man sieht beim Testen, was passiert, aber die sind sehr langsam. Und Cypress schafft es quasi, die Schnelligkeit eines Tests zu verbinden mit dem visuellen Feedback. Und das macht es sehr, sehr einfach, zum Beispiel auf Fehlersuche zu gehen. Ja. Also Cypress findet einen Button zum Beispiel nicht und man sieht, was Cypress denkt, was auf der Oberfläche ist, weil man die Oberfläche direkt beim Testen daneben liegen hat. Ah ja, okay, verstehe. Ja. Und das ist eigentlich sehr praktisch. Und mein Liebling, ich habe es im Vortrag schon gesagt, mein Lieblingsfeature von Cypress ist tatsächlich diese Art Daumenkino. Das heißt, wenn man einen Test laufen hatte, dann kann man sich über jeden Teststep quasi durchhovern, ne? Also indem man mit der Maus über diesen Teststep hovert und dann sieht man auf der anderen Seite einen DOM-Snapshot zu dem Zeitpunkt. Und zwar vorher und nachher. Also es ist ganz witzig, wenn man zum Beispiel irgendwo Text eingegeben hat in der Oberfläche, dann hovert man da drüber über diesen Teststep und dann sieht man, vorher war der Text nicht drin und dann hinterher ist er drin. Oder wenn man einen Button gedrückt hat und da eine Aktion erfolgt ist. Und man drückt zum Beispiel einen Löschen-Button, vorher war das Element da und danach ist es weg. Okay. Das heißt, man hat direkt ein Feedback und wir nutzen das tatsächlich auch, um wirklich test-driven Development im Frontend zu machen. Okay. Wir bauen einfach eine leere Komponente, dann fangen wir an, einen Test zu schreiben, sehen, okay, der findet diese Elemente nicht, dann bauen wir die Elemente ein. Okay. Und dann zum Beispiel im nächsten Schritt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Inputfeld habe, im nächsten Schritt sage ich dann, okay, dann möchte ich vielleicht auch noch, dass es validiert, dass es ein Pflichtfeld ist. Dann sage ich im Test, okay, guck mal, ob es ein Pflichtfeld ist. Ja. Und natürlich schlägt der Test dann fehl und dann kann ich diese Eigenschaft eben in meiner Frontend-Komponente ergänzen und so kann ich ganz sukzessive mein Frontend aufbauen. Ja. Also muss man nicht so machen, aber das ist auch eine Art Umgang damit, wie man... Es ist ja schön, dass man auch Test-Driven Development dann in echt auch mal sieht. Ne? Also das ist ja, ich kenne das Konzept ja auch schon sehr lange und sehr häufig und einige, die es auch versucht haben, aber viele nicht. Oder so, es geht nicht oder wie auch immer. Aber, ja, genau. Und ich finde, beim Test-Driven Development ist einfach die Tool-Unterstützung essentiell. Also ich muss ein Tool haben, was mir das Schreiben von Tests, bevor die Anwendung da ist, einfach erleichtert. Und das ist in dem Fall tatsächlich, also einfach, weil man neben meiner IDE läuft halt direkt der Cypress Runner, ne, und der startet, wenn ich Änderungen mache am Frontend, automatisch den Test neu. Und ich sehe immer sofort, wie weit bin ich denn? Okay. Da sprichst du ja schon, wie schreibe ich denn meine Tests? So, wie ist denn generell das Vorgehen, mit Cypress zu arbeiten? Genau, Cypress ist ein Skript, also ein Werkzeug, wo ich Skripte schreibe. Als Sprache benutze ich die Sprache, die ich auch im Frontend benutze. Also entweder JavaScript oder TypeScript. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel ein TypeScript-Projekt hat, dann würde man auch seine Cypress-Tests in TypeScript einfach schreiben. Dann legt man halt seine TS- und TSX-Dateien an und würde dann, und das Erste, was man dann macht, ist, man schreibt ein Describe. Und dann schreibt man rein, was der Test tun soll. Und als nächstes ist es so, dass je nachdem, also dann diese Its, ne, diese typische Struktur bei Frontend-Test, it should, delete ein Element, wenn ich auf einen Button klicke zum Beispiel, ne, so als ein Testfall. Und den Testfall selber baue ich dann, je nachdem, ob ich mich im Bereich End-to-End-Testing befinde oder im Bereich Component-Testing, bei Cypress ein bisschen unterschiedlich auf. Die unterscheiden sich nicht viel. Aber im End-to-End-Test ist es so, dass ich dann eine URL ansteuere. Also mache ich ein Sci-Visit und steuere damit eine URL an. Und im Component-Testing, da mounte ich meine Komponente. Also das heißt, ich nehme mir dann diese Komponente, zum Beispiel irgendwie eine React-Komponente. Also ich habe als Beispiel jetzt in meinem Vortrag so eine Booking-Table gehabt, also wo ich dann als Beispiel hatte, wie ist die Konferenz heute gelaufen. Also wann habe ich meinen Vortrag vorbereitet und wann bin ich hier angekommen, so als kleines Beispiel. Und dann mounte ich halt so ein Beispiel dieses Booking, also diese Komponente, diese Buchung anzeigt. Und das ist eigentlich der große Unterschied zwischen den End-to-End-Tests, ne, die halt dann im Browser gegen die Anwendung laufen, die irgendwo läuft. Und die Component-Tests, die nehmen halt quasi den Code, den ich habe, und mounten dann einzelne Komponenten, ohne dass die Anwendung laufen muss. Okay, der Rest wird dann
wegisoliert, weggemacht ist, quasi, genau. sondern einfach die Komponente für Genau. sich isoliert betrachtet werden kann. Genau, also Cypress hat natürlich auch wie alle Unit-Testing-Frameworks oder Component-Testing-Frameworks die Möglichkeit zu sagen, ich stubbe Sachen, ne? Ich habe also entweder Spice oder Mocks, genau, oder es gibt einen Interceptor, wo ich dann sage, ich aufrufe zum Beispiel API-Calls, intercepte ich und liefere dann zum Beispiel Standardwerte zurück. Und auf die Art und Weise kann ich eben wirklich Teile isolieren, ne? Und damit wirklich meine Komponente als einzelnes Artefakt wirklich testen. Das heißt, ich kann damit auch wirklich unterschiedliche Teststufen bei mir in einem Tool machen, wahrscheinlich getrennte Repositories oder irgendwie so, teilt das jetzt Cypress ein bisschen auf auch? Genau, Cypress teilt es auf. Es gibt ja im Frontend-Bereich, das ist ja üblich, dass man den Test, den Unit-Test oder den Komponententest direkt neben diese Komponente legt. Da hat man so Spec-Dateien. Das macht Cypress tatsächlich auch. Die heißen dann spec.cy. Und jeweils die jeweilige Endung, ob ich JavaScript oder TypeScript benutze. Und es gibt einen eigenen Bereich End-to-End, der dann parallel zur Anwendung liegt. Also ich habe den Anwendungs-Source-Code auf der einen Seite und ich habe ein Verzeichnis, das heißt entweder Cypress oder E2E oder so, das kann man ein bisschen bestimmen. Und da liegen dann die ganzen End-to-End-Tests für Cypress. Also man kann natürlich auch, also wenn man das jetzt trennen möchte, kann man natürlich sagen, okay, ich würde sagen, die Unit-Tests müssen nah beim Code liegen. Aber die End-to-End-Tests könnte ich theoretisch in ein anderes Repository tun. Habe dann aber natürlich den Nachteil, ne, wenn sich meine Anwendung ändert, dass dann eventuell ich vergesse, die als End-to-End-Tests anzupassen. Ne? Insofern ist eigentlich die Idee, dass die dann im selben Repository, aber an einer anderen Stelle liegen, schon eigentlich eine ganz gute. Jetzt hast du ja vorher gesagt, das ist also Cypress ist auch mit angetreten, Performance schneller zu bringen, also schneller Dings bei den End-to-End-Tests. Wie sieht das bei den Komponenten-Unit-Tests aus? Ist das auch eine flotte Nummer? Ja. Es ist tatsächlich so, dass es geht, also aus meiner Sicht, ne, also wenn rasend schnell. Ja. Also das Einzige ist, wenn ich jetzt arbeite also als Entwickler in der Entwicklungsumgebung und fahre quasi Cypress selber hoch, also die Test, also den Runner, also die Ausführungsumgebung, das dauert ein bisschen. Ne? Also das ist einfach, da denkt man so, oh, jetzt warte ich. Aber normalerweise ist es so, ich starte das einmal und dann liegt es nebenbei. Also man hat so eine ganz andere Art auch zu testen. Man drückt nicht auf den Play-Button oder so in seiner IDE, sondern es ist so, man fährt den Testrunner einmal hoch. Und dann, und die Testausführung selber ist aber wirklich sehr schnell. Also das ist irgendwie, da kann man direkt zugucken. Das geht wirklich schnell. Und wir haben in einem Projekt jetzt sukzessive umgestellt von Jest auf Cypress und haben uns da insbesondere natürlich die Langläufer vorgenommen, also die in Jest sehr hohe Timeouts brauchten und die Tests, die relativ instabil waren, also die typischen flaky, ich sag mal Testblinker, an, aus, ne, die haben wir uns am Anfang vorgenommen und haben festgestellt, daran festgestellt, okay, es ist schnell genug, also Jest ist schnell, aber Cypress ist auch schnell, obwohl es eigentlich im echten Browser ausgeführt wird. Wir haben aber trotzdem weniger Flaky-Tests und damit weniger Probleme, weil wenn man irgendwie deployen möchte und hat dann irgendwie 3 Blinker, die fallen regelmäßig um, dann kann man 20 Mal auf diesen Knopf drücken, bis dann endlich das durch ist. Ja. Und diese Probleme haben wir mit Cypress sehr, sehr, sehr viel weniger. Okay. Ja. Also das ist, also wir haben natürlich, also ich sage nicht 100%, ne, es gibt immer mal so Ausrutscher, wo man sich nochmal angucken muss, warum dieser Test manchmal fehlschlägt, hängt manchmal von der Testreihenfolge ab, aber auch Cypress ermöglicht es einem auch relativ schnell festzustellen, wo das Problem liegt. Okay. Also wenn ich jetzt so einen Jest-Test habe, dann steht da, ich habe eine Komponente nicht gefunden und er zeigt einen irgendwie den DOM. Und ich frage mich dann trotzdem, warum ist die Komponente nicht da? Und bei Cypress haben wir es in der Pipeline bei uns zum Beispiel so eingestellt, dass der im Fehlerfall einen Screenshot macht, also so einen DOM-Snapshot ablegt. Und wir haben dann zum Beispiel festgestellt, dass manchmal Tests failen, weil zum Beispiel irgendwelche Toasts noch in der Gegend rumliegen. Ja. Und deswegen irgendwie andere Elemente nicht gefunden wurden. Und dass man sich einfach diese Snapshots auch visuell angucken kann. Ja. Ne? Nicht nur als, weil man dann wirklich sieht, okay, da ist ein Toast drüber. Ja. Deswegen findet er das Element nicht. Dann, das macht es sehr viel einfacher auch, das Debugging. Ja, verstehe. Jetzt
ist ja End-to-End-Testing und Unit-Testing, Komponententesting oft in Teams ja Aufgabe von unterschiedlichen Personengruppen, Rollen oder so. Ne? Das eine machen vielleicht ein bisschen mehr die Testautomatisierer, die fachlichen Tests, das andere eher die Entwickler. Wie habt ihr euch da aufgeteilt oder läuft das bei euch zusammen, weil ihr schon ein Tool einfach auch habt? Genau, bei uns läuft es sehr stark zusammen. Das liegt aber auch daran, also wir sind halt agil aufgestellt. Also wir machen eigentlich nur agile Projekte, crossfunktionale Teams, wo eben die Aufgaben auch gleichmäßig verteilt sind. Also es ist nicht so, dass also wir haben in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel haben wir keine spezialisiertes Frontend- und Backend-Team und ein DevOps-Team, sondern wir haben wirklich Menschen, die also eine Anforderung quasi vom Backend zum Frontend bis hin zur Datenbank implementieren. Dann kann es natürlich sein, dass es da ein bisschen Spezialisierungen gibt, aber im Prinzip sollte jeder alles irgendwie etwas beherrschen. Ne? Und dann ist es auch einfach natürlich, dass die Tests dann mitgeschrieben werden. Ja. Also dass dann also so eine ganz klassische Aufstellung haben wir gar nicht. Also dass wir wirklich sagen, wir haben jetzt noch ein dediziertes Testteam, was auch nochmal Tests automatisiert. Das haben wir nicht. Aber ich denke, dass also so ein Cypress-Skript zu schreiben, ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Ja. Also Ja, es klar. kann auch tatsächlich, also jemand, der mit minimalen Programmierkenntnissen, der einfach skripten kann, ne? Also der auch vorher schon Testskript geschrieben hat, der kommt, glaube ich, auch mit Cypress zurecht. Ja, weil es einfach nur Syntax ist und die Syntax auch jetzt nicht so kompliziert ist. Jetzt habt ihr ja quasi von den Tools euch ja entschieden, da diesen Weg zu gehen, ne, andere abzulösen und so. Und habt jetzt dieses Setting, das ihr jetzt für End-to-End und für Component-Testing Cypress nutzt. Wo sind denn da die Grenzen in dem Ganzen? Also auf der einen und auf der anderen Seite, wo ihr sagt, okay, da wäre es schön, wenn das auch noch ginge oder wo eckt das dann an? Also was man natürlich sagen muss, also Cypress ist einfach ein Tool für Webanwendungen. Ne? Also wenn ich jetzt eine Umgebung habe, wo ich neben der Webanwendung noch native Clients habe, die ich irgendwie auch zusammen end-to-end testen möchte, dann ist Cypress das falsche Tool. Cypress hat so ein bisschen Limitationen oder wo man dann Workarounds finden muss, was so Multitabbing zum Beispiel betrifft. Also wenn ich eine Anwendung habe, die halt wo ich multiple Tabs irgendwie habe in meiner Anwendung, dann wird es schwierig. Ne? Dann ist Cypress vielleicht auch nicht so das richtige Werkzeug. Und natürlich, wenn ich jetzt die Testing-Pyramide betrachte, dann betrachte ich die natürlich nur im Frontend. Ne? Gegebenenfalls noch, also wenn ich jetzt so auch ein JavaScript-Backend habe, ne, kann ich ja auch haben, Node.js oder so, Server, dann kann ich Cypress auch da verwenden. Ne? Aber ich würde es jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Backend in Java habe, dann habe ich da natürlich JUnit oder so, mit denen ich das. Also das heißt, ich habe doch nochmal ein anderes Tool, was ich aber auch nicht schlimm finde. Ja. Also ich finde, man sollte Tools da so einsetzen, dass sie eben passend sind. Ja. Ne? Also ich möchte nicht mit dem Hammer irgendwie ein Loch in die Wand, eine Genau, Schraube in die Wand Schraube. schlagen. Genau. Also das heißt, und man muss natürlich auch immer darauf achten, also gerade im Bereich Webentwicklung, also es war so die letzte Folie auf meinem Vortrag gerade, dass in der Webentwicklung, da bewegt sich alles rasend schnell. Ne? Also wir haben jetzt V- und V-Test, ne? Wir haben Playwright als Alternativen. Und man kann sich gar nicht so schnell alles angucken, wie die Welt sich ändert. Und wer weiß, ob nicht Cypress morgen vielleicht immer, also man weiß nicht, ob Cypress morgen auch immer noch das Tool ist, was ich verwenden möchte. Ne? Also, weil ein anderes vielleicht dann doch mehr Features hat. Wie ist denn so die Entwicklung von Cypress? Also gibt es da regelmäßig Updates auch für Cypress mit neuen Funktionalitäten oder Bugfixing in dem Framework? Ja, also Cypress ist ein Projekt, was lebt. Also ich habe jetzt mal geguckt, irgendwie so vor einigen Jahren, wir haben jetzt in diesem Projekt, wo wir jetzt sind, da haben wir mit Cypress Version 6 angefangen. Wir sind jetzt bei Version 12, das innerhalb von 2 Jahren etwa, ja genau. Und die Migration, wenn man die immer mitmacht, dann ist sie auch einfach. Ne? Also was man halt nicht machen sollte, aber das sollte man wahrscheinlich sowieso nie machen, Dinge lange liegen lassen, sondern auch die Migrationsschritte mitzumachen. Und Cypress Component Tests gibt es seit Cypress Version 10, wenn ich mich nicht irre. Und die konnte am Anfang wirklich nur React und Vue. Und irgendwann kam dann Angular dazu. Genau, und dann kam Angular dazu und am Anfang war auch
diese Umgebung nicht besonders stabil, auch für React nicht. Ja. Ne? Man hatte das Gefühl so, okay, ich mache einen Test, aber so richtig gut fühlt es sich noch nicht an und man hatte viele Kinderkrankheiten. Die sind aber inzwischen alle ausgemerzt. Ne? Also das heißt, es gibt wirklich regelmäßig Updates, Stabilisierungen und auch neue Features. Und irgendwann gab es dann zum Beispiel auch die Unterstützung nicht nur für Webpack, sondern auch für Vite. Sodass wir schon das Gefühl haben, da passiert was und die sind auch wirklich hinterher. Ja. Ne? Also nicht so wie andere Projekte, die dann im Frontend, gerade im Frontend-Bereich, im Web-Frontend-Bereich, da gibt es ja Projekte, die kommen wie ein Pilz aus dem Boden geschossen und sind dann schnell wieder abgeräumt. Ja. Und das ist bei Cypress halt nicht so. Ja. Also Cypress ist ein kommerzielles Werkzeug oder gibt es das als Open Source? Ich weiß Genau, nicht. Cypress ist eigentlich es ist ein Open Source Projekt, wo aber eine kommerzielle Firma hintersteckt. Und aber man kann es nutzen in der Open Source Variante eigentlich nicht mit Einschränkungen. Ne? Also es gibt ein paar Sachen, die nur in der kommerziellen Variante angeboten werden, wie zum Beispiel Testparallelisierung, also dass ich die Tests alle parallel laufen kann. Wir haben das einfach selber implementiert in der Pipeline, weil wir benutzen GitLab als Pipeline, der guckt halt, dass unsere Frontend-Test-Suite wird halt in kleinere Häppchen aufgeteilt und jedes Häppchen läuft halt auf einem Runner, sodass wir das auch im Prinzip ohne Problem, also ohne größeren hinbekommen haben, dass Tests parallel laufen. Dazu braucht man jetzt nicht die kommerzielle Cloud. Die Cloud kann noch ein paar Sachen mehr. Es gibt noch so ein schönes Dashboard fürs Management. Ja, das ist aber wichtig auch. Ne? Ja, das ist auch wichtig. Und es gibt natürlich so ein paar Features wie irgendwie, ich weiß gar nicht, also ich habe es nicht ausprobiert, aber so es ist, eine der Aussagen ist, wir können auch Test-Flaky-Management. Genau, aber das spielt jetzt für uns jetzt auch keine Rolle. Also die Features, die jetzt zusätzlich angeboten werden in der Cloud, die brauchen wir nicht. Und witzigerweise gab es auch eine kleine Umfrage, die hat ja nicht ich, sondern einer der Zuhörer gemacht, wer den Cypress einsetzt. Ja. Da haben sich ganz viele Leute gemeldet schon und wer benutzt dann die kommerzielle Variante und da meldete sich niemand. Also das heißt, es ist nicht unbedingt notwendig. Ja, okay. Gut, ja. Also, ist ja für viele auch ein guter Einstieg. Ja. Ne? Dann kann man einfach schauen und wenn man die Dinge braucht, dann bucht man sich das halt oder implementiert selber, so wie ihr das gemacht habt. Genau. Hast du so ein grobes, so ein Bild haben, wie viele Tests ihr so mal beim End-to-End-Komponententester habt und wie lange die so laufen, so dass wir da so... Also bei den Komponententests weiß ich das ziemlich genau, bei den End-to-End-Tests nicht. Also bei den Komponententests haben wir jetzt also wir haben ja einen Teil migriert von Jest. Also wir sind jetzt ungefähr also wir haben inzwischen mehr Cypress-Tests, als wir Jest-Tests haben. Aber das sind so Verhältnis 500 zu 600 oder so. Also kleine Unit-Tests im Frontend. Wie lange laufen die? Also auf jeden Fall, könnte ich jetzt nicht beschwören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall unter 10 Minuten laufen. Ja. Also sie laufen etwa so lange wie die Backend-Tests. Ne? Also durch die Parallelisierung haben wir es halt so geschafft, wir haben so parallelisiert, dass Frontend-Tests und Backend-Tests ungefähr gleichzeitig zu Ende sind, damit dann das Paketieren irgendwie als nächster Schritt dann irgendwie nicht auf eine von den beiden Sachen warten müssen. Okay. Und notfalls können wir auch mehr Runner noch dazu nehmen. Ne? Ja. Also das wäre auch möglich. Ah, sehr schön. Wenn jetzt jemand von den Hörerinnen und Hörern sagt, Cypress, ich will es jetzt unbedingt ausprobieren und installiert sich das und der Feuerstein so, und jetzt geht's los. Hast du so 1-2 Tipps, was man beachten muss bei der Anwendung von Cypress, so einen Fallstrick, den man vielleicht von Anfang an umschiffen kann? Da müsste ich jetzt drüber nachdenken, weil ich auch schon lange jetzt kein Cypress, also klar, ich hab jetzt Cypress aufgesetzt jetzt für das kleine Testprojekt, was ich hier gezeigt habe. Das ging aber ganz gut von der Hand. Es gibt so ein paar Sachen, also ein bisschen Konfiguration muss man beachten. Da sollte man sich ein bisschen einlesen in das, was Cypress selber anbietet, weil manche Sachen funktionieren out of the box nicht. Ich würde tatsächlich dafür plädieren, sich auch auf jeden Fall die Testing Library von Cypress, also Testing Library ist ja so ein sehr bequemes, finde ich, Tool, was alle möglichen anderen Test-Frameworks wiederum unterstützt. Also man kann für Jest die Testing Library benutzen oder auch für Cypress. Und ich finde, dass man Tests damit besser schreiben kann.
weil einfach man zum Beispiel sagt, okay, such mir mal einen Button mit einer bestimmten Test-ID oder einen Button mit einem bestimmten Namen, bestimmten Label drauf oder such mir ein Eingabefeld, was folgendes Label hat. Und das ist einfach von der Art, wie man Tests schreibt, sehr viel intuitiver und sehr viel mehr so aus Benutzersicht, ne? Statt irgendwie so irgendwelche Pfade in dem DOM irgendwie zu haben. Ne? Die sind, also das finde ich, also die sind auch deutlich stabiler, wenn man dann die Testing Library verwendet. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall tun. Das würde ich benutzen. Genau. Ja, das sind so eigentlich die Tipps, die ich habe. Ja, das ist schon gut für den Start. Ne? Kann jetzt jeder schön mal reinstarten und mal Cypress auch bei sich ausprobieren. Ja, genau. Und dann einfach mal probieren, ne? Und schauen, wie es sich anfühlt. Genau, und dann einfach loslegen, würde ich sagen. Ja, super. Das einfach loslegen, das ist ja ein super Schlusswort. Liebe Dela, ich danke dir, dass du hier im Podcast warst, hier das Thema gerne. Cypress mal gebracht hast. Na, wir hatten ja schon in dem Podcast Selenium und auch Cucumber schon mal besprochen und es ist einfach schön, da mal auch diesen Rundumschlag um die Tools zu machen und das finde ich da sehr wertvoll. Also vielen Dank dafür. Ja, gerne. Und noch viel Spaß bei der Konferenz. Ja, danke, dir auch. Dankeschön.